Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. In diesem Video möchte ich euch dabei mitnehmen auf diese Stützmauer, die ich ja hinter meinem Carport gebaut habe. Auf dieser Stützmauer möchte ich heute die Abdeckplatten aufbringen. Die Abdeckplatten seht ihr hier im Hintergrund. Wie ich das Ganze mache, wie ich die befestige, wie ich die Zuschneide und aufbringe, das seht ihr hier in diesem Video. Viel Spaß dabei, bis gleich. Bevor es mit der Arbeit losgeht, nochmal ein ganz kleiner Rückblick. Ihr seht hier die Stützmauer, die ich gebaut habe, um diesen kleinen Hang hinter meinem Carport abzufangen. Wie ich das Ganze gemacht habe, wie die konstruiert ist, das Video dazu findet ihr in meiner Playlist, in meinem Kanal, beziehungsweise unten in den Kommentaren. Diese Abdecksteine habe ich mir bereits besorgt. Die sind ganz normal auf dem Baumarkt. Vom Preis her sind wir hier knapp bei 5 bis 6 Euro das Stück. Derzeitiger Preis. Und mein Ziel ist es nun, diese Gartenmauer, diese Stützmauer hier oben vor den Wettereinflüssen zu schützen. Das Ganze ist zwar mit Zementbeton ausgegossen, sollte soweit wasserdicht und auch frostbeständig sein, aber speziell jetzt hier die Außenteile von diesen Schalsteinen, die sind doch sehr porös. Das heißt, wenn es regnet, saugen die sich schon mit Wasser voll. Und ich möchte für den Winter hier einfach vorbeugen, dass hier kein Wasser reinkommt, anschließend der Frost und mir hier irgendwas wegplatzt. Aus diesem Grunde sollen eben genau jene Steine eingebracht werden. Das Ganze wird dann ungefähr so aussehen, wie ich das hier schon mal gemacht habe. Ich habe jetzt hier schon mal so einen Stein hingelegt. Das Besondere an diesen Steinen ist, das sind Betonsteine, die haben die Tropfkante bereits inklusive. Das seht ihr hier an der Seite. Das bedeutet, wenn das Wasser jetzt hier über den Stein abperlt, nach unten läuft, läuft es eben nicht hinter und läuft mir dann die Wand runter, sondern es läuft dann nur bis zu dieser Tropfkante, und an der Tropfkante kann das Wasser ja nicht wieder hochlaufen. Hier tropft es ab und kommt demzufolge nicht in Kontakt mit meiner Mauer. Der Stein selber hat ein leichtes Gefälle. Ihr seht es hier in der Mitte. Hier ist ein Aufbau. Von den Maßen her haben wir hier jetzt 6 cm in der Mitte und 5 cm sind es jetzt hier am Rand. Das heißt, das Gefälle auf diese Länge hier, das sind jetzt ungefähr 12 cm, haben wir ein Gefälle von 1 cm. Der Stein insgesamt ist 50 cm in der Länge, 5 bis 6 cm in der Höhe und in der Gesamtbreite ist dieser Stein bei 33. Die Gartenmauer an sich, auch diese Schalsteine sind jeweils ein 50er Format, das seht ihr jetzt von da bis da. Und in der Tiefe sind diese Steine jetzt hier bei 24 cm. Und das heißt, wenn ich jetzt diese Steine mittig aufbringen möchte, habe ich 33 cm im Verhältnis zu 24 cm. Das bedeutet, dass ich im Endeffekt gute 4 cm vorne und hinten an Überstand habe. Und das passt auch sehr schön mit den Tropfkanten überein, dass der Stein an sich schon mal sehr gut passend ist. Die Besonderheit an diesem Projekt ist es jetzt nicht nur, diesen Stein einfach aufzubringen, sondern meine Mauer endet im Moment jetzt hier gerade. Ich habe hier noch eine andere Mauer, die ist schon deutlich älter. Das soll dann irgendwann mal miteinander verbunden werden, weitergebaut werden. Aber ja, die Nachbarn, es ist ein totes Grundstück, was ich hier nebenan habe. Da muss ich warten, bis hier wirklich alles eingefallen ist oder endlich mal was weggerissen worden ist. Das heißt für mich jetzt aber, dass der Stein jetzt hier mehr oder weniger bündig liegen muss, wenn ich hier doch mal weiterbauen möchte. Ich werde einen ganz kleinen Überstand lassen, damit mir das Regenwasser jetzt nicht hier runterläuft. Es macht nicht viel aus. Das deutlich Spannendere befindet sich auf der anderen Seite, speziell in dieser Ecke. Ich nehme euch da mal mit, damit ihr seht, um was es mir hier geht. Und zwar ist es so, dass wenn ich diese 50er Steine auflege, komme ich genau hier an dieser Kante an. Das ist eine volle Mauer, also diese vorletzte Reihe jetzt hier. Wenn man die Steine abzählen würde, sieht man das sehr gut. Und das würde bedeuten, dass der Abdeckstein genau hier endet. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo noch einen halben Stein anbauen. Ich könnte aber auch sagen, ich beginne die volle Reihe hier vorne. Bei dieser vollen Reihe hier vorne ist es so, wenn ich den Stein bündig ansetze, die 50 cm mitnehme, würde die volle Lage hier enden, mittig, und ich könnte einen kompletten Stein noch einmal aufsetzen. Dann müsste ich gar keinen Stein schneiden, weil ich dann von hier, wenn dieser Stein dann hier so liegt, könnte ich dann nach hier
ebenfalls durchgehen, dann würde das genau aufgehen, dann hätte ich insgesamt 24 Steine zu verbauen. Aber was eben nicht mehr passt, wäre, müsst ihr euch vorstellen, der Absteckstein schlägt ja auch hier, steht dann jeweils diese 5 cm über, würde hier schon anstoßen an den Stein, der von dort kommt, und gleichzeitig würde der Stein, der ja von der Mitte hier geht, bis dort geht, auch hier bündig anschließen, und der Stein, der von hierher kommt, würde aber diese 4 cm überstehen. Das Ganze sieht nicht sehr schick aus. Am besten ist aber, ich zeige euch mal, was ich damit meine. Ich habe jetzt einfach mal die beiden Steine so hingelegt, wie ich mir das vorstelle. Dann seht ihr hier, dieser Abstand hier, das sind diese knappen 4 cm. Das ist jetzt nicht genau ausgerichtet, nur mal so ganz grob. Der Stein würde jetzt hier lang gehen, würde jetzt hier hinten bündig abschließen mit meiner Mauer und eben noch zusätzlich die 4 cm, die ja von dieser Seite kommen, ebenfalls mitnehmen. Das heißt, diese 4 cm, die ich jetzt hier habe, würden sich ja über diese gesamte Länge dann durchziehen, gegebenenfalls durch die Fugen noch mitnehmen. Also die Steine sind jetzt hier wahrscheinlich auch nicht auf den Millimeter genau gebaut. Dann sind diese Steine ja nun auch mit Fugen versehen, also da wird es eine Versetzung geben. Und dann wird das hinten gar nicht so sehr auf die Fuge aufgehen. Im Idealfall habe ich einen kleinen Überstand, damit könnte ich leben. Den kann man später auch problemlos mal wegflexen. Wenn es zu wenig ist, dann wird es schon etwas komplizierter, weil dann müsste ich irgendwo in der Mitte dann noch einen Teilstein einbauen, um dann entsprechend eine Verlängerung zu bekommen und nicht ganz am Ende irgendwo vielleicht nur 5 cm anzustückeln. Betrachte ich mir jetzt aber die Reihe hier drüben, seht ihr jetzt hier genau das Problem, was ich hier irgendwo habe, und zwar diese 4 cm steht der Stein ja von dieser Mauer her über, und dieser Stein ist jetzt ausgerechnet mittig bis dort. Das Ganze müsste natürlich auch bis hier hinter gehen. Dann würde mir hier irgendwo diese 4 cm Überstand fehlen. Das Ganze würde sich natürlich auch fortsetzen bis hier hinten hin. Und dann, wenn ich jetzt die Fugen wirklich perfekt aufeinander abgestimmt hätte, das muss ich jetzt wirklich mir auslegen, würde der Stein hier irgendwo 4 cm vor dem Ende zu Ende sein. Das ist natürlich nicht sehr schön, weil genau hier dann Wasser wieder auf den Schalstein kommen würde. Der würde sich wieder vollsaugen, würde gegebenenfalls im Winter mehr aufplatzen und ähnliches. Genau das möchte ich ja vermeiden. Und das heißt, wenn es so kommen sollte, müsste ich irgendwo ein Stückchen, was diese 4 cm aufnimmt und eben auch noch einen kleinen Überstand bereitstellt. Dieses Stückchen von jetzt vielleicht 10 cm, jetzt mal grob geschätzt, müsste ich irgendwo einbauen. Das hätte hier vorne überhaupt keinen Sinn, weil hier die Wahrscheinlichkeit, dass es mir abbricht, runterfällt, viel zu hoch ist. Das heißt, dieses 10 cm Stückchen müsste ich irgendwo hier in dieser Mauer einbauen, zwischen zwei Steinen, vielleicht dann hier so, dass das in sich hält. Ich habe vorneweg viel gerechnet und getüftelt. Und meine Empfehlung, zumindest bei der Länge, die ich hier habe, wir reden hier von knapp 15 laufenden Metern, man kann das nicht alles einkalkulieren, zumal die Steine eben nicht auf den Millimeter genau gebaut und hergestellt worden sind. Ich werde die Steine jetzt einfach auflegen, noch nicht befestigen und mal schauen, wohin das Ganze läuft. Ich habe die Steine jetzt einfach mal probehalber aufgelegt. Das Ganze knapp ausgemessen, also mit dem Überstand hier unten. Das ist jetzt noch nicht perfekt, aber so ganz grob. Und wenn ich das Ganze jetzt hier in etwa bündig mache, ja, das ist jetzt hier noch nicht ganz perfekt, da ist noch ein halber Zentimeter noch möglich, dann seht ihr, wenn ich jetzt hier die Fugen mir angucke, die sind wirklich alle Kante auf Kante. Ich ziehe das Ganze jetzt hier durch, dann fehlt mir hier vorne einfach ungefähr 2 cm Überstand. So, jetzt könnte ich eins machen, ich könnte die ganze Steinreihe eben um diese 2 cm hier rüberziehen, das Ganze durchlaufen lassen und würde dann hier hinten praktisch einen Versatz haben von 2 cm, dass das Ganze dann in etwa so aussehen würde. Das wäre eine rein optische Geschichte hier hinten, es ist immer noch genug Platz unten drunter, also was den Stein angeht, ich habe ja hier immer noch knapp 4 cm Luft. Also rein bautechnisch ist das kein Thema, das funktioniert. Es ist eben nur eine optische Geschichte. Ich habe jetzt einfach mal ganz grob geschaut, was wäre, wenn ich jetzt hier einfach Kante der Tropfkante mal nehme, hier hinten, das heißt diesen Überstand auf dieser Seite eben dann
Mensch, irgendwo auf knapp 3 cm nehme, dann hätte ich hier vorne die Möglichkeit, gute 5 cm mitzunehmen. Damit würde ich jetzt hier auf die gesamte Länge, wenn man jetzt diese Kante, wenn ich das Ganze jetzt hier gerade umziehe, wäre das ungefähr so. Ja, hier vorne dann auch 5 cm. Und wenn ich dann diesen Stein hier reinziehe, bündig mit dieser Kante, würde ich jetzt hier ungefähr 1 cm gewinnen. Wenn ich den noch einen Zentimeter reinsetze, dann wäre dieser Versatz hier nur ungefähr 1 cm groß. Und dann hätte ich hinten schon den gewünschten Überstand, wie ich mir den vorstelle. Die Alternative wäre natürlich hier irgendwo ein kleines Stück reinzubauen. Ja, aber bei insgesamt 2 bis 3 cm, die mir fehlen, das ist ja wirklich nur ein ganz, ganz schmaler Streifen. Ich habe nicht die passenden Werkzeuge, mir hier so ein Teil aus so einer Abdeckplatte rauszuschneiden. Da braucht es dann eine große Flex oder am besten noch so eine Steinsäge, wie ein Steinmetz und ähnliches. Das habe ich nicht. Wer es natürlich ganz perfekt machen will, der muss hier sowieso noch eins beachten, und zwar durch diese Erhöhung. Ja, ihr habt ja hier 5 cm, in der Mitte 6 cm. Und wenn man sich das jetzt hier von der anderen Seite anschaut, dann guckt diese 6 cm definitiv rüber, weil ja erst hier wieder die anderen 6 cm kommen. Wer das natürlich ganz perfekt machen will, legt sich den Stein aus und flext sich dann einfach praktisch von hier, von der Kante bis hier oben. Das wäre einmal hier, das ist jetzt krumm und schief. Und das gleiche mit diesem Abstand, also diesen 33er Stein, das wäre ungefähr hier. Das gleiche nochmal hier. Und dann flexe ich mir das Stück raus und das Stück raus und könnte dann diesen Stein bis hier reinschieben, ja, dass diese Kante mit dieser Kante aneinander steht. Und dann hätte ich in Effekt, dass jetzt dieser Huckel hier oben eben genau auf der Position ist wie dieser und dass das dann reihum laufen wäre. Ja? Das sieht natürlich viel, viel schicker aus, hat auch den Vorteil, dass diese Fuge hier keine Problemzone ist, wo sich dann vielleicht doch Wasser drunter sammeln könnte, abfließen könnte. Aber auch hier braucht es eine gute Flex, ja, oder eine Steinsäge, um das ordentlich hinzubekommen. Ich habe leider nur eine kleine Flex, also ich habe noch nicht mal so eine große, so eine 225er, ich habe nur die kleinere. Das wird schwierig, das hinzubekommen. Deswegen tendiere ich im Moment, das Ganze so zu machen, wie ich das jetzt hier ausgelegt habe. Es ist eine Gartenmauer, die in der Ecke meines Grundstücks ist. Die soll eigentlich nur, ja, den Carport optisch etwas eingrenzen. Ob da hinten jetzt ein Zentimeter Luft ist oder nicht, das stört mich nicht sonderlich. Und ob jetzt hier dieser kleine Huckel noch zu sehen ist oder nicht, das stört mich jetzt auch nicht besonders. Deswegen denke ich, werde ich das so lassen. Aber für die unter euch, die das Ganze vielleicht irgendwo im Sichtbereich haben, vielleicht an der Grundstücksgrenze, an den Gehwegen, oder die das einfach etwas schöner und perfekter machen möchten, über so einen Diagonalschnitt kann man praktisch das hier rüberziehen, dann würde die Kante umlaufend sein. Und in dem Zusammenhang könnte ich, wenn ich möchte, natürlich auch die fehlenden Längen mit berücksichtigen, weil dieser Abschnitt hier muss ja nicht genau oben an der Kante anfangen. Wenn ich weiß, meine Gartenmauer insgesamt ist etwas kürzer, als die Abdecksteine hergeben, ich muss sowieso einen Stein einkürzen um vielleicht 5 cm, dann kann ich diese 5 cm hier oben gleich wegnehmen, setze hier meine Kante und ziehe die Diagonale dann eben auf diesem Level durch, schneide wieder diesen kompletten Teil ab und dann rutscht der ganze Stein natürlich auch um die 5 cm ein und passt trotzdem wunderbar in diesen diagonalen Schnitt. Also Möglichkeiten habt ihr. Ihr braucht nur das passende Werkzeug oder ihr müsst jemanden kennen, der es hat. Ich möchte euch an der Stelle eine weitere Alternative zeigen. Wenn ich jetzt den durchgehenden Stein eben auf diesen langen Schenkel der Mauer lege und hier diesen Überstand von 4 cm setze, die Steine hier oben anstoßen lasse, dann habe ich jetzt hier ebenfalls diese Kante. Allerdings ist das ja jetzt von der Rückseite, das heißt der Sichtbereich ist jetzt von hier, man sieht es praktisch nicht. Also damit könnte ich leben, dann würde ich diese Steine entsprechend ebenfalls durchziehen
Und dieser halbe Stein, den ich ja nun hinten von der anderen Mauer kommend gelegt habe, der wäre hier zu viel, beziehungsweise im Moment dann eher auch zu wenig. Und ich hätte jetzt an der Stelle knappe 19 cm Luft. Wenn ich jetzt noch den Überstand von knapp 2 cm zunehme, bin ich bei 21 cm. Das würde heißen, dass ich einfach einen Stein doch mittig durchtrenne, also diese 21 cm mitnehme. Sollte halt ein schöner, sauberer Schnitt sein an der Oberkante. Dieses Stück, was ich jetzt aussäge, würde ich dann irgendwo hier drinnen, also hier hinten hinter dem Balken vom Carport vielleicht einbringen, vielleicht an der Stelle oder auch hier hinten schon. Und dann wäre diese Mauer komplett. Ja, dann wäre das ja wieder durchgezogen bis hierher. Ich müsste dafür einen Stein durchtrennen, also das kriege ich mit der kleinen Flex durchaus hin. Gleichzeitig hätte diese Variante auch den Charme, dass ich hier mit diesem Stein genau an der Kante ende. Ja, trotz dessen ich hier hinten diesen Überstand habe, das ist zwar jetzt hier halber Zentimeter, aber das kann ich hier variieren. Ich habe ja doch ein bisschen Luft, es müssen nicht genau 4 cm sein, ich habe zwischen 3 und 5 cm habe ich hier die Variable aufgrund der Tropfkante. Ich könnte dann diese Steine durchziehen, das sind ja immer volle Steine, und würde dann hier hinten ebenfalls hier auslaufen, hätte dann noch einen halben Stein übrig. Und wenn ich 22 cm abziehe, hätte ich ja auf der anderen Seite noch genügend Luft, um das hier anzubringen. Ja, ich sehe das jetzt hier, wenn ich jetzt den Reststein auflege, hätte ich jetzt hier einen Überstand von knappen 4 cm. Ich könnte es auch vermitteln und sagen 3 cm auf jeder Seite Überstand. Dann wäre sogar über die beiden Schenkel hinweg eine gewisse Symmetrie gegeben. Während ich dieses Video hier drehe, ist mittlerweile gut eine halbe Stunde vergangen. Einfach nur die Planung, wie bringe ich das am besten über die Bühne. Wenn man natürlich das passende Werkzeug hat, so eine Steinsäge oder ähnliches, geht das deutlich schneller, weil dann sägt man sich das so zusammen, wie es passt. In meinem Fall ist es so, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Also eine Steinsäge habe ich wie gesagt nicht. Ich werde mich jetzt auf diese Variante, die ich aktuell ausgelegt habe, konzentrieren. Werde diesen Stein eben versuchen durchzusägen. Ich habe einen Stein als Reserve gekauft. Das heißt, einen Fehlversuch kann ich mir leisten. Notfalls muss ich dann doch nochmal in den Baumarkt fahren. Wobei ich gestern ja, als ich die Steine gekauft habe, schon die Restbestände aufgekauft habe. Da kann ich nur hoffen, dass dann zeitnah eine neue Lieferung kommt, wenn ich das hier wirklich vermurksen sollte. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Ich bekomme das hin und werde nun im nächsten Schritt die Steine hier erstmal wieder abnehmen, beziehungsweise werde jetzt hier erstmal versuchen, das Ganze zu flexen. Also das Maß passt ja jetzt schon. Ich werde mir das jetzt genau ausmessen, werde diesen Stein absägen, abflexen und anschließend die Steine von der Mauer wieder runternehmen, die Oberflächen reinigen. Also erstmal vom Besen. Ihr seht ja hier, wenn der Marder sich hier austobt oder irgendwelche Katzen, das muss erstmal alles sauber sein. Hier noch ein bisschen runtergedrückt, dass dann auch mein Kleber hier ordentlich abbinden kann. Das wird eine Weile dauern, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Sobald ich soweit bin, nehme ich die Kamera wieder mit für euch. Bis gleich. Ein ganz kurzer Zwischenstand. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die
Steinabdeckung zu halbieren, also aus diesen 50 cm 2x25 zu machen. Habe das Ganze jetzt wirklich mit der kleinen Flex zugeschnitten. Das Ergebnis, denke ich, perfekt ist es nicht, also der Stein ist jetzt nicht ganz in einer Linie, aber für die Zwecke, die ich hier benötige, denke ich völlig ausreichend. Dieses Teilstück werde ich dann irgendwo hier vorne in der Mauer einbauen, wo es dann gar nicht so sehr auffällt. Aber im Gesamten ist es so, dass ich jetzt einen Überstand habe von knapp 5-6 cm. Damit kann ich aber leben, das hält noch, weil hier ja auch ein kompletter Stein dann überstehen würde, der in sich trägt. Und das andere Reststück würde dann genau hier hinten drauf passen, hätte ebenfalls diesen Überstand von knappen 3, 4, 5 cm. Mal schauen, was dann übrig bleibt. Der Vorteil an dieser Variante für mich ist jetzt einfach der Pragmatismus, dass ich einen Stein nur einmal durchsägen muss, wenn ich ihn halbiere. Hätte ich das Ganze jetzt zugesägt auf diese 2 cm Überstand, wäre der Reststein zu lang gewesen, um den dann dort zu platzieren. Das heißt, ich hätte ein zweites Mal trennen müssen. Und ja, mit der kleinen Flex ist das nicht wirklich ein sauberes Arbeiten. Der nächste Schritt, wie bereits gesagt, ich werde jetzt die Abdeckung erstmal wieder runternehmen, die Oberfläche reinigen, also abkehren, etwas vorfeuchten und dann den Kleber anmischen. Ich habe die Mauer jetzt soweit vorbereitet. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch an der Stelle. Ich hatte hier einige Nasen vom Ausfüllen, die noch etwas übergestanden haben. Ja, auch hier. Die habe ich jetzt mit dem Hammer einfach platt geschlagen. Das heißt, die Schalsteine an sich sind ja wirklich sauber eingearbeitet, ne? Also das passt. Und wenn ich das jetzt durchziehe, sollte jetzt hier keine großen Betonnasen oder ähnliches sein. Das macht das Ganze dann in der Verarbeitung, wenn ich die Steine aufbringe, umso einfacher. Die Mauer ist vorgenässt, ganz einfach aus dem Grund, dass wenn ich jetzt den Kleber anbringe, dass der mir nicht zu schnell anzieht, nicht so sehr verbrennt, dass die Feuchtigkeit schon in der Mauer ist. Und zum Kleben selber setze ich jetzt auch Zementmörtel, der von der Verarbeitung her relativ einfach ist. Ja, Temperaturen, Verarbeitungshinweise und so weiter steht ja auf dem Packen immer drauf. Das ist jetzt kein Hexenwerk, sich das Zeug zurechtzumischen. Alternativ könnt ihr auch Bau- oder Fliesenkleber nehmen. Wichtig wäre meiner Meinung nach dann darauf zu achten, dass das Ganze eben auch frostsicher ist. Das heißt, jetzt wirklich Kleber und ähnliches holen, die für den Außenbereich geeignet sind und frostbeständig sind. Also das heißt, idealerweise irgendwas mit Zement zu nehmen, auf Zementbasis, um dann hier nicht alles schippsch zu bauen und dann fließt dann doch irgendwo Wasser rein und macht euch die ganze Arbeit wieder kaputt im Winter. Der Zementkleber ist angemischt. Und ich werde jetzt beginnen, die erste Reihe an Steinen zu setzen, die sich an dieser Wand entlang befindet. Ich habe jetzt hier bereits die Markierung angezeichnet. Das ist dieser Überstand, der sich ja von dem anderen Stein ergibt, der ja hier komplett durchgehend ist. Das heißt, hier werde ich jetzt den Kleber aufbringen, werde den mit der Zahnkelle abziehen und dann Stück für Stück die Steine auflegen, in das Mörtelbett reinpressen, reindrücken, die Steine vorne an der Flucht ausrichten mit meinen 4,5 cm Überstand und dann ist die erste Seite auch schon geschafft.
Reihe habe ich jetzt aufgebracht. Ihr seht jetzt, dass ich hier vorne jetzt den Überstand bei 6 cm habe. Damit kann ich leben. Das sieht optisch noch okay aus, denke ich. Stabilität sollte auf jeden Fall gegeben sein. In der Flucht sieht man auch, dass das Ganze sehr schön passt. Die Steine sind nicht so akkurat gearbeitet, dass ich jetzt hier nirgendwo eine Kante oder mal eine größere Lücke hätte. Also vereinzelt gibt es hier schon ein paar Anstöße. Zum Beispiel hier in der Mitte sieht man, ist eine größere Fuge, aber an den Außenseiten liegt das Ganze an. Ja, aber für meine Zwecke ist das völlig ausreichend. Hier habe ich jetzt dieses Teilstück eingearbeitet. Ja, das fällt jetzt, denke ich, optisch, wenn man sich die komplette Abdeckung anschaut, gar nicht so sehr ins Gewicht. Das guckt sich dann irgendwann weg. Also dieser halbe Stein hier drunter, da geht die Fuge leider nicht so schön auf. Also perfekt gerade geschnitten habe ich es wahrscheinlich nicht. Wobei das auf beiden Seiten ist. Also der Stein scheint von vornherein nicht so ganz gepasst zu haben. Die Abstände unten passen. Aber dadurch, dass ich diese Fugen hier ja sowieso dann anschließend noch verschließen werde, ist zumindest bautechnisch kein Risiko vorhanden, dass mir durch diese Fugen irgendwo Wasser eindringt. Das gleiche werde ich jetzt auf dieser anderen Seite noch mitmachen. Das heißt, hier werde ich zunächst noch ein bisschen freiräumen, dass die Steine auch genügend überstehen können. Anschließend das Ganze wieder reinigen, um dann auch hier die Steine aufzubringen. Auch der zweite Schenkel ist jetzt belegt. Ich habe auch hier die Steinplatten aufgebracht. Das Ganze geht jetzt zur Kante, auch hier mit dem Überstand. Damit kann ich leben. Also auch wenn ich später mal diese Mauer dann miteinander verbinde, kann das hier immer noch weggeflext werden oder wieder abgebrochen werden. Das kriege ich hin. Und den halben Stein, den habe ich jetzt direkt hinter einem Steher von meinem Carport eingebaut. Das heißt, das ist von Weitem dann auch nicht mehr sichtbar. Und das Ganze hat jetzt soweit schon ganz gut abgebunden. Also auf dem anderen Schenkel kann man an den Steinen gar nicht mehr wackeln. Die sind schon soweit fest. Betreten sollte man trotzdem das Ganze jetzt noch nicht. Also wirklich 1-2 Tage warten, bis das Ganze durchgehärtet ist. Und nun geht es an die Versiegelung dieser Fugen. Ja, das heißt, wenn es regnet, kann das Wasser immer noch durch diese Fugen einlaufen. Und wenn das später mal diese Wand verputzt ist oder selbst wenn es jetzt nicht verputzt ist, würdet ihr dann hier diese Wasserflecken sehen, weil das Wasser ja dann durch diese Fuge einfach durchläuft und sich dann hier unten sammelt. Ja, das ist nur ein kleiner Teil, aber auf die Fläche gesehen, wenn das stetig passiert, kann auch das die Mauer beschädigen. Aus diesem Grunde werde ich diese Fugen hier auch noch verschließen. Ich mache das Ganze mit Bausilikon für den Außenbereich. Ich habe damit bereits auf einer anderen Mauer gute Erfahrung gemacht. Nach nunmehr 5-6 Jahren ist das Silikon immer noch in den Fugen drin. Das ist UV-beständig. Ist immer noch dicht. Die Verfärbungen, die mitunter da einhergehen können im Außenbereich, die hatte ich bisher nicht gehabt. Und selbst wenn, wäre es für mich jetzt nicht so dramatisch, wenn dann dieses transparente Silikon irgendwann dann diese graue Farbe annehmen würde. Wenn ihr jetzt andere Ideen habt oder diese Steine zum Beispiel auch streichen wollt, dann bitte kein Silikon, weil so schön das Zeug auch ist. Es ist unter anderem eben nicht überstreichbar. Das heißt, wenn ihr da Farbe aufbringen wollt, die haftet wunderbar an diesem Stein, aber am Silikon in der Fuge würde sie nicht haften. Dann hättet ihr wirklich diesen optischen Absatz. Das schaut dann nicht mehr schön aus. Ich werde das Ganze noch ein bisschen trocknen lassen, in der Zwischenzeit meine Werkzeuge reinigen und anschließend dann das Silikon in diese Fugen einbringen.
So schaut dann die Silikonfuge aus. Ja, unten ein bisschen überstehen lassen, dass auch hier eine Tropfkante entstehen kann. Das Ganze sticht jetzt noch ins Auge, weil es relativ feucht ist, das Ganze. Aber ich zeige euch dann mal, wie das Ganze aussieht, wenn das dann schon knappe 9 Jahre alt ist. Nämlich in so. Das sind die gleichen Betonsteine, die habe ich vor ungefähr 8-9 Jahren eingebracht auf meiner Terrasse. Und auch hier habe ich mit dem gleichen Material das verschlossen. Das ist nach wie vor dicht. Das Silikon hat sich verfärbt, also das wird definitiv passieren. In dem Falle ging das Ganze jetzt so in das rötlich-schwarze Ton rein. Das stört mich aber nicht, das finde ich sogar als schöne Auflockerung. Wer das nicht haben möchte, wer da wirklich drauf Wert legt, dass die Farbe beständig bleibt, wie gesagt, dann greift lieber zu Acryl. Gegebenenfalls kann dann mit dem Pinsel nachgeholfen werden. Für mich aber viel wichtiger und relevanter, nach nunmehr knapp 8-9 Jahren direkt in der Freifläche, das Ganze hält nach wie vor dicht. Ich habe hier unten drunter in meiner Mauer keinerlei Feuchtigkeitsschäden, weil das Wasser, was jetzt hier in der Rinne ist, läuft hier ab, tropft dann auch direkt auf die PVC-Dielen runter. Also da kann ich guten Gewissens sagen, es funktioniert. Und so wie ich jetzt diese eine Fuge gezogen habe, werde ich das Ganze jetzt mit allen Fugen machen. Spannend wird dann dieses Fugen-Highlight hier hinten, weil ja dann doch die größere Kante drin ist, aber auch das ist zu meistern, das ist kein Teufelswerk. Das Ganze noch bis hier vorne hin und dann ist die Mauer soweit fertig. Die Abdecksteine sind drauf, der Schutz ist da, dass die Feuchtigkeit, die von oben kommt, das Regenwasser eben nicht mehr in meine Schalsteine hineindringen kann und hier irgendwelche Frostschäden entstehen können. Es ist vollbracht, ich bin fertig. Ich habe nun auch noch die Fugen in der restlichen Mauer gezogen, das Ganze mit so einem Abziehplätzchen gezogen, an den Kanten mit dem Finger noch mal etwas nachgeholfen. Auf der Rückseite habe ich auch die Pfropfen, also von diesem Silikon, etwas überstehen lassen, damit das mir relativ weit ins Beet auch reintropft. Das Ganze trocknet jetzt noch. Anschließend ist dieser Film links und rechts dann nicht mehr zu sehen, beziehungsweise nur noch ganz schwach zu sehen. Im Moment sieht man das ja doch recht deutlich, diese Fugen, die stechen da schon ins Auge. Das verschwindet dann im Laufe der Zeit und irgendwann wird dann gegebenenfalls das Ganze etwas ins Gräuliche gehen. Das Ganze trocknet nun noch. Ich hoffe, dass das Wetter hält, dass es nicht regnet und hier irgendwas ausspült. Und ich bin dann mit meinem Projekt, mit meiner Tagesaufgabe, nämlich dem Aufbringen dieser Abdecksteine, fertig. Das heißt, auch das Video ist fertig. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen für euch. Ideen, Gedanken, Anreize. Wenn ihr Vorschläge für mich habt, Kritiken, Ideen, immer gerne schreibt sie mir in die Kommentare rein. Ihr wisst, da freue ich mich drüber, auch mal andere Sachen auszuprobieren oder andere Ideen mitzunehmen. Wie habt ihr das Ganze gemacht? Gibt es vielleicht einfache Wege? Nur zu, schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr am Ball bleiben wollt, wenn ihr auch die neuesten Videos nicht verpassen wollt, die ich regelmäßig einstelle, abonniert meinen Kanal, klickt auf die Bimmel und bis zum nächsten Mal sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.